diesem Video zeigen wir Ihnen, was es für Änderungen und Neuerungen im Detail in Ilias gegeben hat. Wir schauen uns noch einmal genauer das Dashboard an, das anstelle des Schreibtisches eingeführt wurde, den Seiteneditor, die Funktion Seite gestalten sowie die Neuigkeiten. Außerdem erklären wir, wie sich Ilias nach dem Login verhält und wo sie landet. Neue Einschreibungen in Kurse und Gruppen in Ilias werden automatisch zu dem Menü Meine Kurse und Gruppen hinzugefügt. Sie gelangen über das Dashboard im Hauptmenü zu dieser Übersicht. Beim Upgrade von Ilias wurde bei den Bestandsbenutzerinnen von Ilias die ausgewählten Angebote vom alten persönlichen Schreibtisch zu den Favoriten übertragen. Allerdings sind die Favoriten so gedacht, dass neue Nutzerinnen mit leeren Favoriten starten, um im Laufe der Ilias-Nutzung diesen Bereich selbst zu füllen. Daher ein Tipp, wenn Sie Ihre Favoriten als zu unübersichtlich empfinden. Wir raten Ihnen zuerst, alle Favoriten zu löschen und dann ganz gezielt Kurse und Gruppen neu zu Favoriten zu machen. Hierfür klicken Sie zuerst bei den Favoriten auf Konfigurieren. In diesem Menü wählen Sie alle Objekte aus und entfernen diese. Unter Meine Kurse und Gruppen ist die Darstellungsvariante Sortierung nach Startdatum hinzugekommen. Im Kurs muss hierfür der Kursadministrator als Voraussetzung in den Kurseinstellungen das Startdatum hinterlegen. In den Einstellungen des Kurses geben Sie unter Veranstaltungszeitraum ein Start- und Enddatum ein. Beim Seiteneditor haben Sie früher zuerst das Element, das Sie bearbeiten wollten, angeklickt und danach ist ein Menü aufgegangen, in dem Sie Einstellungen wie Schriftgröße vornehmen konnten. Im neuen Ilias sparen Sie sich einen Klick und können sofort mit den Einstellungen loslegen, sobald Sie das zu bearbeitende Element angeklickt haben. Es geht ein Menü auf der linken Seite im Editor auf, das wieder alle Einstellungsmöglichkeiten wie Schriftgröße auflistet. Im neuen Ilias stehen Ihnen zwei Bearbeitungsmodi zur Verfügung, der Bearbeitungsmodus und der Auswahlmodus. Um Seitenelemente wie Text, Bild, Blöcke löschen zu können, müssen Sie zuerst in den Auswahlmodus wechseln und danach können Sie alle oder einzelne Elemente auswählen. Diese Elemente lassen sich dann ausschneiden, kopieren oder löschen. Ein Tipp: Wenn Sie beim Klick auf ein Objekt im Seiteneditor die Control-Taste für Windows bzw. die Command-Taste für Mac halten, ist Ilias automatisch im Auswahlmodus und Sie können beispielsweise mehrere Objekte auswählen. Früher haben Sie die Style-Sheets und den Verlauf oben als Reiter gefunden. Beide Funktionen sind jetzt direkt beim Editor. Der Neuigkeitenblock auf dem Dashboard wird aus dem jeweiligen Kurs bzw. der Gruppe befüllt. Hierfür muss der Kursadministrator die Neuigkeiten im Kurs aktivieren. Das betrifft auch den persönlichen RSS-Feed sowie Mail-Benachrichtigungen. Voraussetzung für diese Funktion ist, dass der Kursadministrator bei den Kurseinstellungen einen Haken bei den Neuigkeiten setzt. Danach im Unterreiter Neuigkeiten entweder die Timeline oder den Newsblock aktivieren. Ilias führt Benutzer nach dem Login immer auf die Seite zurück, auf der man sich zuletzt befunden hat. Das heißt, wenn Sie auf einer öffentlich zugänglichen Seite von Ilias wie einem Lernmodul, einer Kategorie waren, sich dann anmelden, sind Sie danach immer noch auf dieser Seite, nur mit mehr Zugriffsrechten. Falls dieses Verhalten von Ilias nicht gewünscht ist und Sie immer auf dem Dashboard nach dem Login landen möchten, müssen Sie den Link uni-stuttgart.de/Ilias aufrufen und sich hierüber anmelden, gegebenenfalls dann die Login-Seite als Lesezeichen abspeichern.